We are TUM. 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 Willkommen zu einer neuen Folge von We Are TUM. Ich bin Clarissa Ruge und in dieser Ausgabe widmen wir uns dem TUM Campus in Heilbronn, gelegen im nördlichen Baden-Württemberg. Seit seiner Gründung im Wintersemester 2018-19 hat sich der Campus schnell entwickelt und beherbergt die School of Management sowie die School of Computation, Information and Technology. Der TUM Campus Heilbronn wird von der Dieter-Schwarz-Stiftung gefördert und ist Bestandteil des gesamten Bildungscampus in Heilbronn. Ja, noch ein paar wichtige Infos. Aktuell werden 5 Studiengänge angeboten, die Inhalte an der Schnittstelle von Management, digitalen Technologien und Informatik vermitteln. Mit 23 Professorinnen und Professoren und im Wintersemester 24/25 über 1000 Studierenden aus mehr als 50 Ländern ist Heilbronn ein lebendiger und internationaler Ort des Lernens und der Forschung. In unserer heutigen Episode sprechen wir mit 4 Schlüsselfiguren, die diese Entwicklung miterlebt und gestaltet haben. Ich spreche beispielsweise mit einem Bachelorstudenten der Informatik, Robin Schuhkraft, dann wiederum mit einer Alumna, Aksa Kazmi, einer sozusagen der ersten Absolventinnen des Master im Management-Studiengangs und die nun ihren ersten Arbeitsplatz auch in der Region gefunden hat. Mit Professor Gunther Friedl, ist ehemaliger Dekan der TUM School of Management und jetzt einer der Geschäftsführer der Dieter-Schwarz-Stiftung und mit Professor Ali Sunyaev. Er ist Vizepräsident des TUM Campus, Professor an der SIT und er gibt uns Einblicke in die geplanten inhaltlichen Schwerpunkte der nächsten Jahre. Später mehr. Jetzt freue ich mich erstmal auf ein Gespräch mit Gunther Friedl. Natürlich muss ich die erste Frage dahingehend stellen. Ein paar Wochen ist jetzt der Wechsel. Was vermissen Sie und was vermissen Sie gar nicht? Ja, vielen Dank für die Einladung zum Podcast. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ich bin tatsächlich jetzt seit etwa 9 Wochen bei der Dieter-Schwarz-Stiftung und finde die Aufgabenstellung, die Vision der Stiftung, auch die Dynamik, die sich in Heilbronn abzeichnet, wirklich beeindruckend. Was ich tatsächlich vermisse, ist der tägliche Umgang mit unseren Studierenden. Die haben wir in der Stiftung natürlich nicht so nah dran. Was ich weniger vermisse, das habe ich jetzt auch schon gemerkt, sind die Gremiensitzungen, die an der TUM durchaus auch mal ein bisschen länger dauern können. Ja. Gut, dann kommen wir doch gleich mal zum Thema Dieter-Schwarz-Stiftung, insbesondere eben in Verbindung mit der TUM. Was wollen Sie da genau vorantreiben? Was sind die Kernziele dieser Förderung für die TUM? Wir als Dieter-Schwarz-Stiftung haben das Ziel, in 3 Feldern tatsächlich auch große Dinge, Zukunftsprojekte voranzutreiben. Das ist einmal im Bereich der Bildung, dann aber auch im Bereich der Wissenschaft, der Forschung und im Bereich Entrepreneurship. Und die TUM spielt da eine ganz zentrale Rolle. Die TUM ist einer unserer größten Förderempfänger. Gemeinsam mit der TUM haben wir es geschafft, tatsächlich einen Anker in Heilbronn für das Thema künstliche Intelligenz, für das Thema Entrepreneurship, für das Thema Familienunternehmen zu legen. Und die TUM ist da sehr erfolgreich unterwegs. Über 1000 Studierende sind inzwischen auf dem Campus der TUM in Heilbronn und wir sind sehr froh, dass wir mit der TUM so gut zusammenarbeiten dürfen. Jetzt komme ich nochmal zu einem persönlichen Aspekt. Was ist etwas für Sie, wo Sie sagen, in 5 Jahren möchte ich für die Dieter-Schwarz-Stiftung das erreicht haben? Ich glaube, was wir momentan sehen, ist, dass sich Heilbronn zu einem wirklichen Hotspot für das Thema künstliche Intelligenz entwickelt. Wir sehen, dass Studierende nach Heilbronn kommen, weil sie sich in diesem Bereich tatsächlich befähigen wollen. Wir sehen, dass viele Unternehmen sehr interessiert daran sind, mit uns auf dem neuen Innovationspark künstliche Intelligenz zusammenzuarbeiten. Wir sehen, dass neue Unternehmen entstehen und ich möchte in 5 Jahren tatsächlich in Heilbronn einen solchen Hotspot für künstliche Intelligenz haben. Etwas, was zeigt, dass Deutschland tatsächlich, wenn es mutig Entscheidungen zur Zukunft trifft, da voranschreiten kann und tatsächlich erfolgreich sein kann. Spannende Ziele und können Sie Beispiele geben, wo man sich auch wirklich konkret etwas darunter vorstellen kann?
Naja, ich glaube, dass wir schon sehen, dass Unternehmen, wenn sie erfolgreich sein wollen, dann müssen sie sich mit Startups vernetzen, dann müssen sie sich mit Wissenschaftseinrichtungen vernetzen. Und genau diese Vernetzungen hinzubekommen, räumlich im Innovationspark künstliche Intelligenz, aber dann auch sichtbar in neuen Projekten, die Strahlkraft haben über die Region Heilbronn, über den süddeutschen Raum hinaus in Richtung Europa. Das ist etwas, was ich anstreben will. Sieht man schon Synergien zwischen Heilbronn, TUM, Dieter-Schwarz-Stiftung? Ich glaube, dass wir tatsächlich in allen Bereichen noch wesentlich stärker uns vernetzen und zusammenarbeiten müssen. Und ich glaube, das ist auch einer der Bereiche, wo wir diese Synergien sehen. Wenn wir uns den Campus anschauen, der TUM in Heilbronn, verwoben mit dem Campus der TUM in München, aber auch mit Straubing zum Thema Nachhaltigkeit. Dort gibt es einen intensiven Austausch der Studierenden, die teilweise dann auch über die Campusgrenzen hinweg sich die besten Veranstaltungen aussuchen. Es gibt gemeinsame Forschungsprojekte, die Dieter-Schwarz-Stiftung unterstützt. Vieles davon auch über diese Campusgrenzen hinweg und diese Synergien, die sind da und die zeigen, dass es Sinn macht, sich tatsächlich über diese räumlichen Grenzen, aber auch über Fächergrenzen hinweg zu vernetzen. Sie sprachen von Synergien, jetzt spreche ich von, sagen wir so, Herausforderungen. Wo haben Sie so das Gefühl, da müssen wir stärker werden, da müssen wir sichtbarer werden? Wir haben momentan wie immer das Thema, dass wir natürlich auch Menschen zusammenbringen müssen. Menschen sind, wenn sie bestimmte Projekte haben, dann stark auf ihre Projekte fokussiert und ich glaube, in der Vernetzung liegt ein unglaublich großer Wert. Das sind Vernetzungen zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. Wir versuchen zum Beispiel die Familienunternehmen der Region Heilbronn stärker auch mit der TUM zu verweben. Das ist eines der Projekte, wo einfach auch die Bereitschaft der Menschen, sich miteinander zu vernetzen, eine Rolle spielt. Die nächsten Projekte sind bestimmt alle spannend, aber welches ist für Sie, wo Sie sagen, darauf freue ich mich jetzt am meisten, mitzuwirken, was zu verändern? Also was wir ganz neu jetzt machen, ist, dass wir mit der Max-Planck-Gesellschaft einen der großen Wissenschaftsspieler nach Heilbronn holen, mit den Max-Planck-Schools, eine Ausbildungseinrichtung für junge, forschungsinteressierte Menschen aus aller Welt, die wir zusammenholen, nach Heilbronn holen und dort letztendlich an den großen Zukunftsfragen unserer Zeit ausbilden. Das ist ein Projekt, auf das ich mich momentan besonders freue. Und spielt dann da wiederum auch eine Synergie mit der TUM eine Rolle oder wird es sozusagen separat angegangen und gedacht? Es ist zentral für uns, dass die Wissenschaftseinrichtungen miteinander kooperieren. Die Förderungen, die wir haben in der ganzen Welt, an der Stanford University, an der National University of Singapore, an der HEC in Paris, die sind für uns deswegen wichtig, weil sie Wechselwirkungen erzielen sollen mit der TUM, auch mit der ETH Zürich, die ja auch in Heilbronn ist, aber auch mit der Hochschule Heilbronn, mit der Dualen Hochschule Baden-Württemberg, mit all den Einrichtungen, die wir fördern. Das wird nur dann zum Tragen kommen, wenn wir tatsächlich auf diese Synergien achten, auf die Zusammenarbeit der Institutionen und letztendlich auf die gegenseitige Befruchtung. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Die Heilbronn-Folge in We Are TUM kann natürlich nicht ohne einen Studierenden am Campus sein und deswegen freue ich mich sehr auf ein Gespräch mit dir, lieber Robin Schuhkraft. Du bist im 5. Semester Informatik. Hallo Robin. Hallo Clarissa, danke, dass ich hier heute da sein darf. Du studierst was jetzt genau und warum ist das so interessant? Also genau studiere ich Information Engineering, heißt der Studiengang. Das ist praktisch eine Kombination aus Informatik, cyberphysische Systeme und auch ein bisschen Management. 5. Semester, Heilbronn an der TUM. Ja, war das jetzt irgendwie, du bist ja dann auch einer der ersten, sage ich mal, die, glaube ich, zur TUM gegangen sind. War das jetzt strange für Heilbronner, oder? Jetzt im 2. Durchgang praktisch. Es gibt einen Semesterdurchgang über mir. Also praktisch, als ich da beigetreten bin, war es ein Pionierprogramm. Und in meinem Jahrgang waren praktisch 80 Leute. Für Heilbronner war das, glaube ich, nicht komisch, weil den Campus an sich gibt es ja schon, ich denke, 15 Jahre ungefähr und TUM ist jetzt relativ neu dabei, aber
Es integriert sich alles ganz gut. Was schätzt du an dem Studium am meisten? Also als ich vor 5 Semestern beigetreten bin, was ich am meisten geschätzt habe, war eben, dass es kleine Gruppen waren. Also die Professoren von den einzelnen Kursen mehr Aufmerksamkeit auf einzelne Schüler hatten. Aber man eben trotzdem noch die Vorteile von einer großen Uni wie der TUM genießen kann. Das ist praktisch ein anderes Gebäude der TUM, nur eben ein paar 100 Kilometer weit entfernt. Wenn das jetzt die Münchner Studierenden hören, glaube ich, werden die vor Neid erblassen. Da ist die 1:1 Betreuung natürlich ob der Masse nicht so möglich. Aber was wirst du nach dem Studium machen? Welche Chancen eröffnen sich? Also Heilbronn versucht ja zur Innovationsstadt zu werden. Jetzt wurde auch der Bau von dem KI-Zentrum, dem IPAI, genehmigt. Und für mich persönlich wäre es natürlich schön, wenn man da einen Job oder eine Beschäftigung finden könnte. Aber selbst wenn nicht, man hat hier in der Region viele Möglichkeiten. Es gibt viele große Unternehmen. Aber auch wenn man selber ein Startup probieren will, der Campus an sich hat auch das Programm Campus Founders. Das heißt, du würdest sagen, positiv ist auch die Vernetzung. Ja. Dann würde ich natürlich gerne wissen, ich als Nicht-Heilbronnerin, Tipps, wo entspannst du dich, wo kannst du gut lernen? Also zum Lernen, ich persönlich wohne jetzt in keiner WG, sondern daheim in der Wohnung, weil ich in der Region lebe. Aber von vielen, die hierher gezogen sind, in der WG gezogen sind, habe ich gehört, dass die am besten hier in der LIV-Bibliothek lernen können, wenn man eben seine Ruhe hat. Seit neuestem, ich habe auch eine E-Mail bekommen, seit neuestem gibt es ja die Lernräume, die man buchen kann, wenn man sich mit seiner Lerngruppe treffen will und dort eben lernen kann. Internationales Studium, nehme ich an, natürlich internationale Studierende. Also in deinem Kurs oder in deinen Kursen, mit wem hast du so Freundschaften geschlossen? Also da es ein internationales Studium ist, hat man eben Studierende aus der ganzen Welt. Ich glaube, in meinem Anfangsjahr, wo wir ungefähr 80 Studierende waren, glaube ich, nur 4 Deutsche unter uns. Der Studiengang ist eben komplett auf Englisch. Das ist für manche vielleicht eine Abschreckung. Für mich persönlich, bevor ich zur TUM kam, habe ich meinen Gymnasiumabschluss an einem Wirtschaftsgymnasium gemacht, wo auch schon die meisten Kurse auf Englisch waren. Deshalb war Englisch jetzt für mich kein Negativpunkt. Was man zu dem internationalen Umfeld sagen kann, ist, dass es praktisch ein Melting Pot ist. Viele Leute treffen auf viele andere Leute und man lernt auch viel über andere Kulturen und über Arbeitsethik und Robin, du sprichst über die internationalen Studierenden, die natürlich hier eine sehr starke Gruppe bilden. Wie schafft man das, die in die Region einzubinden? im ersten Semester war ich mir auch selber ein bisschen unsicher, wie hier das Studium für mich anfängt. Und für internationale Studierende ist es wahrscheinlich noch schwieriger. Deshalb war ich recht froh, dass es an der TUM hier in Heilbronn das Buddy-Programm gibt, wo eben höhersemestrige Studenten die Neuzugänge an die Hand nehmen, ein bisschen Heilbronn zeigen, auch immer wieder auf Ausflüge mitnehmen und man eben eine Ansprechperson hat, der man Fragen stellen kann über das Studium oder auch über das Studentenleben allgemein. Das Okay, ist eine Erfahrung. schön. Dann danke fürs Gespräch, Robin. Bis- Ciao. Ciao. Ich freue mich jetzt sehr auf ein Gespräch mit Professor Sunyaev, neuer Vizepräsident Standort TUM Heilbronn. Hallo, schön, dass Sie da sind. Grüße Sie, hallo. Danke, dass ich dabei sein darf. Seit 5 Monaten sind Sie als Vizepräsident für die Entwicklung des Standorts Heilbronns zuständig. Gibt es irgendwas, wo Sie jetzt schon sagen, da freue ich mich sehr drauf? Oh, da gibt es vieles. Also ich muss als erstes tatsächlich schamlos sagen, dass ich irgendwie auch vor Heilbronn schon recht glücklich war. Aber ja, genau dann, wenn es einem gut geht, sollte man ja nachdenken, wie es noch besser werden kann. Und dann entsteht hier etwas. Also hier passiert tatsächlich etwas. Es ist, da bin ich auch brutal ehrlich, noch nicht alles super. Die Richtung stimmt hier eindeutig und das kann man leider nicht für alle Standorte behaupten. Also wer wirklich einen Bilbao-Effekt im wahrsten Sinne dieses Wortes erleben möchte, der sollte mal uns am Bildungscampus in Heilbronn besuchen kommen. Wer schönen, schlauen, wissbegierigen Menschen begegnen möchte, der ist jederzeit herzlich willkommen.
Wenn Sie jetzt beschreiben müssten einem Außenstehenden, warum jetzt die TUM nach Heilbronn gegangen ist, was sie vorhat und wo sie hin will, könnten Sie das machen? Was ist die Mission? Ja, also der Standort ist schon ein besonderer. Wir haben hier eine Reihe an Unternehmen, sowohl großen Unternehmen wie die Schwarz-Gruppe, Würth, Bechtle, Audi hier vor Ort, auch SAP natürlich. Aber vor allem der Mittelstand, ne, also wirklich das Rückgrat der deutschen Wirtschaft, der ist hier unglaublich gut repräsentiert. Also an jeder Autobahnausfahrt rund um Heilbronn gibt es 5 bis 7 mittelständische Unternehmen, auch familiengeführte Unternehmen. Aber manche sind auch so Global Champions oder Hidden Champions. Und die TUM hat es, glaube ich, gar nicht so unschlau gemacht, dass sie das erkannt hat, dass die Region schon auch etwas Besonderes ist. Selbstverständlich auch mit den Möglichkeiten, die uns von Seiten der Dieter-Schwarz-Stiftung gegeben worden sind. Und die TUM steht ja schon für einen gewissen Erfolg. Und wenn man erfolgreich sein will, braucht man eine Fokussierung. Also ohne Fokus ist es schwierig. Und wir haben hier einen klaren Fokus. Wir haben hier einmal die CIT, die School for Computation Information Technology, also Department for Computer Science, Informatik. Wir haben einerseits Informatik und andererseits haben wir die School of Management. Und die Schnittstellen natürlich, also Technology, Management oder andersrum. Und das ist eine klare Fokussierung. Und im 21. Jahrhundert geht ohne die Informationstechnologie nicht mehr so viel. Also wer das nicht verstanden hat, der hat auch einen Knall nicht gehört, ne, Frau Ruge? So wie die BWLer verstanden haben, dass man ohne IT kein Geschäft mehr machen kann, haben auch die Informatiker verstanden, dass es so etwas wie Menschen gibt oder Organisationen. Und hier leben wir das vor. Was ist jetzt in Heilbronn besser, wo Sie sagen, genau hier kriegst du dann später einen Job? Wir haben relativ kleine Klassenräume, wir haben ein unglaubliches Verhältnis Studierende pro Professorin oder Professor. Also das ist ein absoluter Luxus. Also wenn ich habe 3 Kinder, Frau Ruge, ich würde jedem meine Kinder aktuell empfehlen, an der TU München in Heilbronn zu studieren, alleine schon, weil man hier tatsächlich eine exzellente Ausbildung aus der ersten Hand genießt, also von Seiten der Professorinnen und Professoren. Zweitens haben wir hier, wie gesagt, diesen klaren Fokus auf Informationstechnologie, aufs Management, auf alles dazwischen, auch auf die Wirtschaftsinformatik. Alle Studiengänge, also auch Basisstudiengänge, Bachelor, die sind bei uns verzahnt. Also man studiert quasi nicht Informatik, sondern man studiert bei uns, heißt der Studiengang Information Engineering. Dieser Studiengang hat selbstverständlich auch Anteile, die von der Seite der School of Management getragen werden. Und vice versa. Wenn man an der School of Management studiert, ist das immer verbunden mit zusätzlichen Lehrangeboten von Seiten der Informatik. Und dadurch bekommt man einen ganz anderen Skillset, aber auch einen ganz anderen Mindset für die Zukunft. Klingt spannend. Ich bin überredet, aber okay. Ich würde gerne auf die interdisziplinäre Entwicklung und die neuen Forschungszentren eingehen. Ich wollte noch kurz die Internationalität betonen, dass unser Campus sehr, sehr international ist. Der TUM Campus Heilbronn ist englischsprachig. Das heißt, unsere Studiengänge sind englischsprachig, sogar schon Basislevel im Bachelor. Und jetzt komme ich zu Ihrer Frage. Erstens leben wir diese Interdisziplinarität ja quasi vor, dadurch, dass wir einen klaren Fokus haben, aber dieser Fokus ist auch klar verzahnt. Ne? Also natürlich muss man sehr, sehr gut im eigenen Fach sein, aber heutzutage, also miteinander reden, schadet selten. Deswegen ermutigen wir nicht nur unsere Professorinnen und Professoren, unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, unsere Studierenden miteinander zu sprechen, sondern wir erzwingen das quasi auch bei Design. Also eine ganz neue Initiative ist zum Beispiel das Heilbronner Data Science Center, also schwierig auszusprechen, wenn man es zum ersten Mal hört, HDSC. Das ist tatsächlich so, dass dieses Center sich auf Data Science, auf künstliche Intelligenz, auf Informatik, aber auch auf die Anwendung, auf die Anwendbarkeit der Methoden im konkreten Kontext fokussiert. Und das besetzen wir gerade mit 10 Professoren und Professorinnen. Und genau die Hälfte davon wird an der School of Management sein und die andere Hälfte wird an der CIT sein. Die werden alle im gleichen Gebäude sitzen, sodass der
dass so das quasi der Austausch allein schon durch eine Nutzung der großartig gemeinsamen Küche quasi schon per se gegeben ist. Man erwartet es nicht, sondern ich kann es Ihnen auch bei mir sagen, man lebt es einfach vor. Wenn wir davon sprechen, dass sozusagen die akademische Exzellenz eben mit praxisnaher Ausbildung verbunden ist, frage ich jetzt bewusst mal, also es klingt total spannend, aber jetzt so im Ländle, so ein typischer Hidden Champion, hat der jetzt Berührungsängste? Oder also gibt es da irgendwas, wo Sie sagen, da müssen wir auch noch uns verbessern oder es läuft schon gut? Nee, da sprechen Sie ja absolut den richtigen Punkt an. Also die TUM ist ja erst seit 5, 6 Jahren hier. Und viele fremdeln. Man versteht es auch vielleicht noch gar nicht. Die TU München in Heilbronn, was bedeutet das? Und auch die mittelständischen Unternehmen, die sind ja auch nicht unerfolgreich gewesen in den letzten Dekaden. Deswegen geht es auch der Region hier ganz gut im Durchschnitt. Die haben bis jetzt ihre Leute selbst ausgebildet oder eben von der Hochschule geholt oder der DHBW, eine großartige Einrichtung, die hier vor Ort sind. Und dann kommt so eine TU München, übertheorisiert, mit Absolventen und Absolventinnen, die sich für etwas Besseres halten, die hohe Gehälter verlangen, die sowieso nur von Hyperscalern reden. Die fremdeln schon. Und jetzt bauen wir die Brücke. Es gibt auch klare Projekte, wie zum Beispiel das Projekt 1000 Plus, wo unsere Studierende sich tatsächlich direkt mit Sachverhalten, die von Seiten der Unternehmen gekommen sind, beschäftigt haben. Also langsam, man nähert sich das Einhörnchen, aber es wird besser. Und wir sind ja auch nicht alleine. Wir haben ja Unterstützung. Wir haben die TUM Venture Labs. Ne? Wir haben eine Center-Struktur hier. Wir haben Center for Informatics. Ich habe dieses Heilbronn Data Science Center erwähnt. Wir haben an der School of Management ein Zentrum für die digitale Transformation oder ein Zentrum für Familienunternehmen, die sich genau mit solchen Sachverhalten nicht nur in der Forschung oder in der Lehre, sondern auch im Transfer in der Innovation oder auch wir als TUM Entrepreneurship beschäftigen. Sehr schön. Ich danke fürs Gespräch. Danke sehr und kommen Sie gerne zu Besuch. So, ich spanne jetzt hoffentlich den Bogen von der Dieter-Schwarz-Stiftung zu dem neuen Vizepräsidenten, zu einem Studierenden, dem Robin, zu einer Alumna, weil ich glaube, dass es nochmal ein total interessanter Aspekt ist, wie man überhaupt hierher kommt und was aus einem wird. Hallo, ich freue mich sehr auf Aksa Kazmi. Stell dich mal kurz vor. Hallo, also ich freue mich sehr, auch hier zu sein. Ich bin Aksa, 30 Jahre alt und komme ursprünglich aus Karachi, Pakistan. Genau, ich bin eine Electronics and Electrical Engineer aus Beruf. Die habe ich in der Türkei gemacht und bin dann in Oktober 2018 nach Deutschland umgezogen für meinen Master, die ich in der TUM gemacht habe, in TUM Heilbronn. Jetzt interessiert mich natürlich, warum jetzt Heilbronn? Wie bist du da drauf gekommen? Ich glaube, als ich in der Türkei war TUM irgendwie eine Traumuni für mich. Ich habe auch während meiner Studiumzeit ein bisschen Deutsch gelernt, und dann einfach nach meinen Bachelorprogrammen geguckt, welche bei TUM passen würde für mich. Was mich oder meine Entscheidung erleichtert hat, war, dass ich und meine Zwillingsschwester beide hier angenommen würden. Und ich wusste nicht, dass auch eine TUM Heilbronn gibt mit einer, ich wusste nicht, wie weit Heilbronn ist von München damals, nur dass es so ein TUM gibt. Und genau. So bin ich hier gekommen. Jetzt verstehe ich. Ihr dachtet so, Heilbronn ist sozusagen Vorort von München und dann war das, ich sage jetzt mal erst wahrscheinlich böse Erwachen, aber dann habt ihr, glaube ich, gemerkt, wie cool es hier ist. Also ich war sehr offen für alles. Das war mein erstes Mal in Deutschland allgemein, deshalb war ich komplett offen. Wir haben bis jetzt gehört von den Vorteilen, kleine Klassengrößen, guter Kontakt zu den Professoren. Darauf will ich jetzt nicht nochmal eingehen. Ich würde gerne wissen, du bist jetzt bei Würth, das ist dein Arbeitgeber. Wie würdest du jetzt wirklich sagen, hat dir das Studium direkt in die Arbeitswelt geholfen? Also sowohl fachlich als auch mit den Kontakten. Kannst du es ganz kurz beschreiben? Sehr gern. Wir waren in die erste oder zweite Semester, als Würth durch ein Seminar zu uns vorgestellt wurde. Und ich glaube, das hat danach meinen Karriereweg auch beeinflusst. Ich wusste als eine
eine Frau aus Pakistan über Wirt nicht, aber war mega schön, was Wirt hier in die Region macht. Ich arbeite gerade bei Wirt im Bereich Big Data und Artificial Intelligence und arbeite sehr eng mit unserem Leadership zusammen, allgemein Data und AI Use Cases in Wirt zu finden, die mit verschiedenen Fachbereichen zu besprechen, KPIs zu definieren und einfach eine traditionelle Firma wie Wirt mehr digitalisieren. Und das habe ich viel hier bei TUM Heilbronn gelernt, auch durch meine Kurs Digital Transformation, der von Professor Helmut Kretschmer war. Eine Frage muss ich noch stellen. Was können Heilbronner von Pakistanern lernen? So kulturell und umgekehrt, was können Pakistaner von Heilbronnern lernen? Sehr gute Frage. Was kann Heilbronner aus einem Pakistaner lernen? Vielleicht mehr digital sein. Auch wenn das lustig hört, sind viele unserer Services digitalisiert. Ich habe auch mein Passport einfach digital machen lassen, aber das geht schon. Vielen Dank und ich wünsche dir noch viel Glück, liebe Axa. Ciao. Das war unsere Heilbronn-Folge vom Podcast We Are TUM. Ich freue mich sehr, dass Sie zugehört haben. Ich bin Clarissa Ruge. Die Postproduktion hat Andreas Erik gemacht. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. We Are TUM. 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 We Are TUM.